Morning, my wonderful friends. Guten Morgen, meine wundervollen Freunde. So look, do you remember what I finished yesterday? Erinnerst du dich, womit ich gestern aufgehört habe? 2 things that can be happening every time we walk through failure or difficulties or hard times. 2 Dinge, die passieren können, jedes Mal, wenn wir durch Misserfolge, Schwierigkeiten oder harte Zeiten gehen. One of the things is that we see our own hearts, Eines der Dinge ist, dass wir unser eigenes Herz sehen, like Peter saw it after he failed. He wept bitterly. wie Petrus es sah, nachdem er versagt hatte, er weinte bitterlich. So unless you get into self-pity and defending yourself and fighting, Wenn du in Selbstmitleid fällst, dich selber verteidigst und wehrst, if you do that, you will never see your own heart. wenn du das machst, wirst du nie dein eigenes Herz sehen. But if you actually are willing to face your own heart when you fail and when you walk through hard time, Wenn du tatsächlich gewillt bist, dein eigenes Herz anzuschauen, wenn du durch harte Zeiten gehst und wenn du versagst, and have an attitude of surrender and humility, und eine Haltung der Hingabe und Demut hast, then do you know what can happen? You can change. weißt du, was passieren wird? Du kannst dich ändern. But there is a second thing that difficult times and even failure can do. Es gibt eine zweite Sache, was Schwierigkeiten und Versagen bewirken können. They can be used to serve others. Sie können benutzt werden, um anderen zu dienen. Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagte. He said, but I've prayed for you that your faith should not fail. Er sagte, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. And then he says this, Und dann sagt er dies. and when you have returned to me, strengthen your brother. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Look at this. Schau das an. Why was Peter allowed to strengthen his brethren Warum durfte Petrus seine Brüder stärken? and not John, the apostle of love, Und nicht Johannes, der Apostel der Liebe? the one whom the Lord loved and who was so lovely and wonderful, he never messed up like Peter. Denn der Herr so liebte, er war so geliebt und wunderbar und nie so durcheinander wie Petrus. You know what's interesting? Weißt du, was so interessant ist? In Matthew, Jesus tells him that everyone will run away. And then the Gospels actually tell that they all did. In Matthäus erzählt er, dass jeder wegrennen wird. Und dann erzählt uns das Evangelium, dass sie es tatsächlich taten. So everybody actually messed up. Alle haben missgebaut. But the one who messed up more than anybody else, Aber derjenige, der mehr als alle anderen missgebaut hat, the one who through his own pride gave opportunity to the devil, derjenige, der durch seinen eigenen Stolz dem Teufel Gelegenheit bot, the one who made such a big mess, derjenige, der so ein großes Chaos gemacht hat, he was the one who was allowed to be now strengthen the other brothers. er war derjenige, dem erlaubt wurde, nun die anderen Brüder zu stärken. You know, and he was even allowed to preach the first message at Pentecost. Ihm wurde sogar erlaubt, die erste Botschaft an Pfingsten zu halten. You know, once I understood this, Als ich dies verstanden hatte, it brought such an incredible hope to me. hat es mir so eine unglaubliche Hoffnung gegeben. Why did it bring such a hope? Warum brachte es mir eine solche Hoffnung? Because suddenly I realized that it doesn't matter what I live through, I can use my trouble. Denn plötzlich realisierte ich, dass es keine Rolle spielt, was ich durchmache, ich kann meine Schwierigkeiten benutzen. Suddenly I realized it doesn't matter what happens, God is so amazing Plötzlich realisierte ich, dass es egal ist, was passiert. Gott ist so erstaunlich, that he will use what the devil is trying to use for destruction. dass er das benutzen wird, was der Teufel zur Zerstörung benutzt. You know, I'm going to give you a practical example. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel. When I was a child, I suffered through abuse. Als Kind litt ich unter Missbrauch. So what happened? Was passierte? It messed me up. Es brachte mich durcheinander. Once I learned to live in surrender and forgiveness and God completely set free and healed, Als ich lernte, in Hingabe und Vergebung zu leben und völlig frei und geheilt war, God could not use my own difficulty, my pain, my failure. konnte Gott meine eigenen Schwierigkeiten, meinen Schmerz und mein Versagen nun gebrauchen. Today, I work with children who've been abused. Heute arbeite ich mit Kindern, die missbraucht wurden. I can feel the pain without being bitter. Ich kann den Schmerz fühlen, ohne bitter zu sein. So God is using my own
destruction, my weakness, my pain, what could have destroyed me. So gebraucht Gott meine eigene Zerstörung, meine Schwachheit und meinen Schmerz, was mich hätte zerstören können, In order to now bring transformation to these wonderful children. um nun diesen wunderbaren Kindern Transformation zu bringen. So think about this. Denk darüber nach. Whenever you walk through anything, Was auch immer du durchmachst, quickly say this thing to you. sage dir schnell Folgendes. Lord, I want to quickly see my heart. Herr, ich will schnell mein Herz sehen. If I react wrong, I want to quickly see it. Wenn ich falsch reagiere, dann will ich es schnell sehen. I want to change everything in my heart that needs to be changed. Ich will in meinem Herzen alles ändern, was geändert werden muss. Don't shift the blame. Don't think you're better and smarter than others. Schieb die Schuld nicht ab. Denke nicht, dass du klüger und besser als andere bist. And then always remember there is a redemptive purpose in every single suffering. Und erinnere dich immer daran, dass in jedem einzelnen Leiden eine erlösende Absicht liegt. We can now be used by God to have compassion and feel the other people and empathize. Wir können jetzt von Gott gebraucht werden, Mitgefühl zu haben und die anderen Menschen zu fühlen und mitfühlsam zu sein. And through this brokenness, we can now be used by God to restore other people. Und durch diese Gebrochenheit können wir jetzt von Gott gebraucht werden, andere Menschen wiederherzustellen. So don't waste your failures. Verschwende dein Versagen nicht. God wants to use them and the devil wants to use them. Gott will es gebrauchen und der Teufel will es gebrauchen. The devil wants to use them to just make you bitter, angry, and keep you in a prison. Der Teufel will es benutzen, um dich bitter und wütend zu machen und dich im Gefängnis zu halten. God wants to use them to be a free, healed person. Gott will es benutzen, damit du eine freie, geheilte Person bist, Experience the kindness of God who will use your pain. die die Liebenswürdigkeit Gottes erlebt und deine Schmerzen gebrauchen wird. Now suddenly it all makes sense. Nun ergibt plötzlich alles einen Sinn. See you tomorrow. Sehe dich morgen.